Zwei große Militärmächte Europas, Deutschland und Frankreich. Auf der einen Seite die hochmoderne Armee Deutschlands, auf der anderen Seite die unabhängigen Verteidigungsfähigkeiten und die strategische Abschreckung Frankreichs. Obwohl diese beiden Länder im Rahmen des NATO-Bündnisses zusammenarbeiten, unterscheiden sich ihre militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten in vielen Aspekten. Welche Luftwaffe ist stärker? Welche Marine kann die Ozeane beherrschen? Um die Antworten auf diese Fragen zu finden, vergleichen wir die militärischen Kräfte Deutschlands und Frankreichs im Detail. Diese Fragen werden in diesem Video beantwortet. Teil 1 – Kampfflugzeuge-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Kampfflugzeuge Deutschlands: 143. Anzahl der Kampfflugzeuge Frankreichs: 224. Deutschland: Mit 143 Kampfflugzeugen verfügt Deutschland über moderne Mehrzweckkampfflugzeuge wie den Eurofighter Typhoon. Diese Flugzeuge bieten eine starke Luftüberlegenheit und sind für Bodenangriffe effektiv. Allerdings ist Deutschlands Luftwaffe stärker auf NATO-Operationen ausgerichtet und hat nicht die breite operative Unabhängigkeit, die Frankreich besitzt. Frankreich: Mit 224 Kampfflugzeugen setzt Frankreich auf die Dassault Rafale. Die Rafale ist durch ihre Vielseitigkeit sowohl in Luft- als auch in Bodenmissionen sehr erfolgreich. Frankreichs größere Luftwaffe ermöglicht es, unabhängige und globale Operationen durchzuführen. Gesamtbewertung: Frankreich ist Deutschland in Bezug auf die Anzahl der Kampfflugzeuge und die operative Vielfalt überlegen. Deutschlands Eurofighter Typhoon ist jedoch durch seine Effektivität in NATO-Operationen hervorzuheben und spielt eine wichtige Rolle in der regionalen Verteidigung. Teil 2 – Transportflugzeuge-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Transportflugzeuge Deutschlands: 56. Anzahl der Transportflugzeuge Frankreichs: 118. Deutschland: Die 56 Transportflugzeuge bestehen hauptsächlich aus Modellen wie der A400M Atlas und der C-160 Transall, die für strategische und taktische Lufttransportaufgaben geeignet sind. Deutschland unterstützt mit diesen Flugzeugen die logistischen Operationen der NATO, verfügt jedoch über eine zahlenmäßig begrenzte Flotte. Frankreich: Die 118 Transportflugzeuge umfassen Modelle wie die A400M Atlas und die C-130 Hercules. Frankreichs Transportkapazität bietet einen großen Vorteil bei groß angelegten Militäroperationen und humanitären Missionen. Gesamtbewertung: Frankreich ist Deutschland in Bezug auf Transportflugzeuge überlegen. Frankreichs große logistische Kapazität bietet umfassende Fähigkeiten für globale Operationen. Deutschland ist zwar stark in der Unterstützung von NATO-Operationen, doch Frankreichs globale logistische Überlegenheit stellt einen klaren Vorteil dar. Teil 3 – Gesamtzahl der Flugzeuge-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Gesamtflugzeuge Deutschlands: 617. Anzahl der Gesamtflugzeuge Frankreichs: 1055. Deutschland: Mit 617 Flugzeugen verfügt Deutschland über eine moderne Luftwaffe, liegt jedoch in der Anzahl hinter Frankreich zurück. Die Flotte besteht aus Kampfflugzeugen, Transportflugzeugen und Hubschraubern, jedoch ist der operative Einsatzbereich begrenzter. Frankreich: Mit 1055 Flugzeugen hat Frankreich eine größere Luftflotte, die eine Vielfalt von Kampfflugzeugen, Transportflugzeugen, Aufklärungsflugzeugen und Hubschraubern umfasst. Gesamtbewertung: Frankreich ist in Bezug auf die Anzahl und Vielfalt der Flugzeuge stärker als Deutschland. Deutschland versucht jedoch, seinen zahlenmäßigen Nachteil durch den Einsatz hochmoderner Flugzeuge und die Optimierung der operativen Effizienz auszugleichen. Teil 4 – Angriffshubschrauber-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Angriffshubschrauber Deutschlands: 55. Anzahl der Angriffshubschrauber Frankreichs: 69. Deutschland: Mit 55 Angriffshubschraubern setzt Deutschland auf das Modell Eurocopter Tiger.
Diese Hubschrauber bieten eine fortschrittliche Feuerkraft gegen gepanzerte Ziele und spielen eine wichtige Rolle bei NATO-Einsätzen. Frankreich: Mit 69 Angriffshubschraubern verwendet Frankreich sowohl den Eurocopter Tiger als auch die Gazelle. Frankreich kann mit diesen Hubschraubern flexiblere und umfangreichere Operationen durchführen. Gesamtbewertung: Frankreich hat in Bezug auf die Anzahl und Vielfalt der Angriffshubschrauber die Nase vorn. Deutschland verfügt über eine ähnliche technologische Infrastruktur, bleibt aber bei der operativen Flexibilität hinter Frankreich zurück. Teil 5: Hubschraubervergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Gesamthubschrauber Deutschlands: 339. Anzahl der Gesamthubschrauber Frankreichs: 471. Deutschland: Mit 339 Hubschraubern verfügt Deutschland über eine große Hubschrauberflotte, die sowohl für Transport- als auch für Angriffsmissionen eingesetzt wird. Deutschlands Hubschrauber werden besonders effektiv in NATO-Operationen und regionalen Einsätzen in Europa genutzt. Frankreich: Mit 471 Hubschraubern verfügt Frankreich über eine größere Flotte als Deutschland. Frankreich nutzt Modelle wie die Gazelle und NH-90, die bei gepanzerten Unterstützungs- und Aufklärungsmissionen flexibel und vielfältig einsetzbar sind. Diese Vielfalt verschafft Frankreich einen Vorteil bei globalen Einsätzen. Gesamtbewertung: Frankreich ist in Bezug auf die Hubschrauberflotte sowohl in der Anzahl als auch in der operativen Vielfalt Deutschland überlegen. Deutschland hat eine starke Hubschrauberflotte für europazentrierte Operationen, doch Frankreichs umfassendere operative Fähigkeiten geben ihm einen Vorteil. Teil 6: Flugzeugträger und U-Boote-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Flugzeugträger Deutschlands: 0. Anzahl der Flugzeugträger Frankreichs: 1, Charles de Gaulle. Anzahl der U-Boote Deutschlands: 6. Anzahl der U-Boote Frankreichs: 10. Deutschland besitzt keine Flugzeugträger, jedoch zeichnet sich das Land mit 6 modernen U-Booten des Typs 212er aus. Diese U-Boote sind für ihren leisen Betrieb und ihre fortschrittlichen Tarnfähigkeiten bekannt, was Deutschland in U-Boot-Operationen einen Vorteil verschafft. Frankreich verfügt über einen Flugzeugträger, Charles de Gaulle, der eine herausragende Rolle bei der Projektion von Macht auf den Meeren spielt. Darüber hinaus besitzt Frankreich 10 U-Boote, darunter auch nuklear betriebene, und verfügt damit über eine größere U-Boot-Flotte als Deutschland. Gesamtbewertung: Frankreich ist in Bezug auf Flugzeugträger und nuklear betriebene U-Boote Deutschland überlegen. Während Deutschland in der U-Boot-Technologie fortgeschritten ist, verschafft Frankreichs Fähigkeit zur globalen Machtprojektion und nuklearen Abschreckung ihm einen klaren Vorteil bei den Seestreitkräften. Teil 7: Marineflottenvergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Schiffe Deutschlands: 81. Anzahl der Schiffe Frankreichs: 180. Deutschland: Mit 81 Schiffen verfügt Deutschland über eine kleinere Marineflotte. Die Marine spielt eine effektive Rolle bei der regionalen Seesicherheit und bei NATO-Missionen, hat jedoch nicht die Kapazität, globale Seeeinsätze wie Frankreich durchzuführen. Frankreich: Mit 180 Schiffen hat Frankreich eine der größten Marinen Europas. Die französische Marine umfasst Flugzeugträger, U-Boote und verschiedene Kriegsschiffe, was Frankreich zu einem globalen Akteur auf den Meeren macht. Gesamtbewertung: Frankreichs Marineflotte ist der von Deutschland weit überlegen. Während Frankreich mit Flugzeugträgern und großen Seestreitkräften an globalen Operationen teilnehmen kann, ist Deutschlands Marine stärker auf regionale und NATO-orientierte Missionen ausgerichtet. Teil 8: Mehrfachraketenwerfersysteme Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Mehrfachraketenwerfersysteme Deutschlands: 38. Anzahl der Mehrfachraketenwerfersysteme Frankreichs: 44. Deutschland: Mit 38 Mehrfachraketenwerfersystemen verfügt Deutschland über moderne MAS-I-Systeme. Diese Systeme bieten mit ihren gelenkten Raketen eine hohe Präzision.
Doch zahlenmäßig ist Deutschlands Kapazität begrenzt. Frankreich: Mit 44 Mehrfachraketenwerfern verfügt Frankreich über eine größere Flotte. Diese Systeme ermöglichen es Frankreich, großflächigen Druck in Bodenoperationen auszuüben. Gesamtbewertung: Frankreich liegt bei den Mehrfachraketenwerfersystemen leicht vor Deutschland. Allerdings sind Deutschlands moderne Mars-I-Systeme technologisch sehr fortschrittlich und ermöglichen präzises Zielen. Deutschland kann diesen Unterschied durch technologische Vorteile teilweise ausgleichen. Teil 9: Geschleppte Artilleriesysteme. Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der geschleppten Artilleriesysteme Deutschlands: 121. Anzahl der geschleppten Artilleriesysteme Frankreichs: 109. Deutschland verfügt über 121 geschleppte Artilleriesysteme, die für ihre hochpräzisen Schussfähigkeiten bekannt sind. Diese Systeme spielen besonders bei NATO-Operationen eine wichtige Rolle und haben die Fähigkeit, Ziele mit hoher Genauigkeit zu treffen. Frankreich hat 109 geschleppte Artilleriesysteme, die ebenfalls sehr effektiv sind und in verschiedenen Einsatzszenarien genutzt werden können. Frankreichs Artilleriekräfte zeichnen sich durch ihre Flexibilität und Mobilität aus, was schnelle Einsatzbereitschaft ermöglicht. Gesamtbewertung: Deutschland liegt bei den geschleppten Artilleriesystemen zahlenmäßig leicht vor Frankreich. Beide Länder verfügen über fortschrittliche Systeme, doch Deutschland hat in Bezug auf Präzision einen kleinen Vorteil, während Frankreich in puncto Mobilität und schneller Einsatzbereitschaft besser abschneidet. Teil 10: Panzervergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Panzer Deutschlands: 266. Anzahl der Panzer Frankreichs: 406. Deutschland verfügt über 266 Panzer, von denen die meisten der Leopard-2-Serie angehören. Leopard-2-Panzer gelten weltweit als eine der besten Panzermodelle und zeichnen sich durch ihre überlegene Panzerung, Feuerkraft und Beweglichkeit aus. Frankreich hat 406 Panzer, die größtenteils der Leclerc-Serie angehören. Leclerc-Panzer sind für ihre hohe Geschwindigkeit, fortschrittliche Feuerkraft und moderne Panzerungssysteme bekannt. Sie sind zudem in Bezug auf Elektronik und Automatisierung sehr fortschrittlich. Gesamtbewertung: Frankreich ist in Bezug auf die Anzahl der Panzer Deutschland überlegen und verfügt mit den Leclerc-Panzern über eine schnelle und effektive gepanzerte Streitkraft. Deutschland hingegen ist für die überlegene Panzerung und Feuerkraft der Leopard-2-Panzer bekannt. Beide Länder besitzen technologisch moderne Panzer, doch Frankreich hat einen zahlenmäßigen Vorteil. Teil 11: Ballistische Raketenvergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der ballistischen Raketen Deutschlands: 0. Anzahl der ballistischen Raketen Frankreichs: 48. Deutschland besitzt keine ballistischen Raketen. Statt in die Entwicklung von Atomwaffen oder ballistische Raketenprogramme zu investieren, ist Deutschland Teil der NATO-Strategie zur nuklearen Teilhabe und stützt sich auf die in Europa stationierten nuklearen Kräfte der USA. Daher basiert Deutschlands strategische Abschreckung auf dem NATO-Bündnis und der nuklearen Kapazität der USA. Frankreich verfügt über 48 ballistische Raketen, die einen Grundpfeiler der unabhängigen nuklearen Abschreckungsstrategie des Landes darstellen. Frankreichs U-Boot-gestützte ballistische Raketen, SLBM, können nukleare Sprengköpfe tragen und sind Teil der französischen nuklearen Triade. Frankreich hat sich als unabhängige Atommacht positioniert und stellt die strategische Abschreckung in den Mittelpunkt seiner Verteidigungsdoktrin. Gesamtbewertung: Frankreich verfügt im Vergleich zu Deutschland über eine bedeutende ballistische Raketenkapazität, was es strategisch weit vor Deutschland positioniert. Während Deutschland in diesem Bereich auf die nukleare Teilhabe der NATO angewiesen ist, stellt Frankreich sich als unabhängige Atommacht dar. Teil 12: Atomwaffenvergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der Atomwaffen Deutschlands: 0, offiziell.
Anzahl der Atomwaffen Frankreichs, 290. Deutschland besitzt offiziell keine Atomwaffen, kann jedoch im Rahmen des NATO-Programms zur nuklearen Teilhabe auf die in Deutschland stationierten Atomwaffen der USA zugreifen. Dies bedeutet, dass Deutschland zur strategischen Abschreckung der NATO beiträgt, ohne selbst Atomwaffen zu besitzen. Frankreich verfügt über 290 Atomwaffen, die das Herzstück der unabhängigen strategischen Abschreckungspolitik des Landes bilden. Frankreich kann seine Atomwaffen sowohl mit U-Boot-gestützten ballistischen Raketen als auch mit luftgestützten Systemen einsetzen. Frankreich gilt als die größte Atommacht Europas und verfolgt eine unabhängige Verteidigungsstrategie. Gesamtbewertung: Frankreich ist in Bezug auf nukleare Abschreckung deutlich stärker als Deutschland. Während Deutschland keine Atomwaffen besitzt, aber Teil des NATO-Programms zur nuklearen Teilhabe ist, stellt sich Frankreich als unabhängige Atommacht dar und hat die Fähigkeit, seine Atomwaffen operativ einzusetzen. Teil 13: Reserven und aktive Streitkräfte-Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Anzahl der aktiven Streitkräfte Deutschlands, 183.000. Anzahl der aktiven Streitkräfte Frankreichs, 205.000. Anzahl der Reserven Deutschlands, 30.000. Anzahl der Reserven Frankreichs, 35.000. Deutschlands aktive Streitkräfte bestehen aus 183.000 Soldaten. Die Bundeswehr ist eine professionelle Armee, deren Soldaten oft eine aktive Rolle in den strategischen Missionen der NATO spielen. Darüber hinaus verfügt Deutschland über eine Reserve von 30.000 Soldaten, die in Krisenzeiten schnell mobilisiert werden können. Deutschlands militärische Struktur konzentriert sich auf professionelle Ausbildung und Technologie. Frankreichs aktive Streitkräfte umfassen 205.000 Soldaten und sind somit etwas größer als die Deutschlands. Die französischen Streitkräfte sind in Überseeoperationen und unabhängigen militärischen Interventionen eine effektive Macht. Frankreichs Reserve umfasst 35.000 Soldaten. Die französische Armee spielt sowohl in NATO-Missionen als auch in eigenen unabhängigen Operationen eine aktive Rolle, insbesondere mit einer Präsenz in Afrika und dem Nahen Osten. Gesamtbewertung: Frankreich ist sowohl in Bezug auf aktive als auch auf Reservestreitkräfte stärker als Deutschland. Insbesondere bei unabhängigen Militäroperationen und Überseemissionen ist Frankreich effektiver aufgestellt. Deutschland konzentriert sich stärker auf NATO-Einsätze und setzt seine geringere Anzahl an Streitkräften in diesem Rahmen ein. Teil 14: Einfluss der aktiven Streitkräfte auf den Kriegsverlauf. Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Deutschlands 183.000 aktive Soldaten sind stärker auf Verteidigungs- und NATO-Operationen optimiert. Obwohl die Bundeswehr mit moderner Ausrüstung ausgestattet ist, verfügt sie über eine begrenzte operative Kapazität für groß angelegte unabhängige Kriege. Deutschlands militärische Struktur basiert auf professioneller Ausbildung und Technologie und konzentriert sich mehr auf strategische Verteidigung und NATO-Missionen. Frankreichs 205.000 aktive Soldaten sind besser für unabhängige Militäroperationen geeignet, und das Land spielt eine wichtige Rolle bei Überseeeinsätzen. Frankreich ist mit seinen Operationen in Afrika und dem Nahen Osten eine globale militärische Interventionsmacht. Die französische Armee zeichnet sich durch ihre schnelle Eingreiftruppe und ihre umfassenden operativen Fähigkeiten aus. Gesamtbewertung: Frankreich verfügt im Vergleich zu Deutschland über eine breitere operative Kapazität und eine stärkere aktive Streitkraft für unabhängige Militäreinsätze. Deutschland hingegen konzentriert sich mehr auf NATO-Operationen und Sicherheitsmissionen in Europa. Teil 15: Vergleich der Verteidigungsbudgets Deutschland und Frankreich. Verteidigungsbudget Deutschlands, 64 Milliarden US-Dollar. Verteidigungsbudget Frankreichs, 54 Milliarden US-Dollar.
Deutschland. Das Verteidigungsbudget Deutschlands liegt bei 64 Milliarden US-Dollar. Dieses Budget stellt eine erhebliche Investition in moderne Ausrüstung und technologische Infrastruktur dar. Deutschland zeichnet sich besonders durch seine Beiträge zur NATO und seine Investitionen in Verteidigungstechnologien aus. Ein großer Teil des Budgets ist jedoch für Modernisierungsprojekte und NATO-Verpflichtungen vorgesehen. Frankreich. Das Verteidigungsbudget Frankreichs liegt bei etwa 54 Milliarden US-Dollar. Dieses Budget stellt eine wichtige Ressource dar, um Frankreichs nukleare Abschreckungskapazität aufrechtzuerhalten und Auslandseinsätze zu finanzieren. Frankreich widmet einen Teil seines Budgets seinen Nuklearstreitkräften, was mit dem Ziel verbunden ist, die strategische Unabhängigkeit des Landes zu wahren. Gesamtbewertung. Obwohl Deutschland ein größeres Verteidigungsbudget hat, fließt ein Großteil dieses Budgets in NATO-Operationen und Modernisierungsprojekte. Frankreich hingegen unterhält trotz eines relativ kleineren Budgets eine beeindruckende Verteidigungskapazität, insbesondere durch seine nukleare Abschreckung und unabhängigen Militäroperationen. Teil 16. Strategische Abschreckung und Verteidigungskapazitäten Deutschland und Frankreich. Obwohl Deutschland über keine eigenen Nuklearkapazitäten verfügt, wird die Abschreckung durch die Nuklearkräfte der NATO gewährleistet. Darüber hinaus spielt Deutschland eine wichtige Rolle in der regionalen Verteidigung, insbesondere durch fortschrittliche Luftabwehrsysteme und Modernisierungsprojekte. Frankreich ist eine unabhängige Atommacht, und diese Abschreckungskapazität bildet das Fundament der Verteidigungsstrategie des Landes. Frankreich ist eines der wenigen Länder, das sowohl landgestützte als auch U-Boot-gestützte nukleare Raketen zur strategischen Abschreckung einsetzen kann. Die unabhängige Nuklearstrategie Frankreichs ist das Ergebnis des Bestrebens, trotz seiner NATO-Mitgliedschaft die militärische Unabhängigkeit zu wahren. Gesamtbewertung. Frankreich ist in Bezug auf nukleare Abschreckung deutlich stärker als Deutschland. Während Deutschland sich auf die NATO stützt, ist Frankreich mit seiner unabhängigen nuklearen Abschreckung strategisch in einer stärkeren Position. Teil 17. Operative Auswirkungen der Verteidigungskapazitäten und die Auswirkungen regionaler Allianzen auf den Kriegsverlauf Deutschland und Frankreich. Deutschlands Verteidigungskapazität wird durch eine starke industrielle Infrastruktur und bedeutende Allianzen wie die NATO unterstützt. Als Teil der NATO basiert Deutschlands operative Kapazität auf der Koordination und Zusammenarbeit innerhalb des Bündnisses. Deutschland konzentriert sich jedoch stärker auf Friedenssicherung und regionale Sicherheitsoperationen. Während Deutschland innerhalb Europas Verteidigungsstrategien entwickelt, ist seine globale operative Wirkung im Vergleich zu Frankreich begrenzter. Deutschlands starke Wirtschaft ermöglicht es dem Land, seine Allianzen zu unterstützen und in gemeinsamen Operationen eine führende Rolle einzunehmen. Frankreich ist ein globaler Akteur und verfügt über eine strategische Abschreckungskapazität, die es auch über die NATO und die EU hinaus einsetzen kann. Es hat auch eine starke Armee, die unabhängige Militäroperationen durchführen kann. Besonders die militärischen Operationen in der Sahelzone und die Aktivitäten im Nahen Osten zeigen, dass Frankreich über eine breitere operative Reichweite verfügt. Die Fähigkeit, unabhängig von der NATO große militärische Operationen und nukleare Abschreckung durchzuführen, macht Frankreich zu einem effektiveren Akteur auf globaler Ebene. Gesamtbewertung. Während Deutschland innerhalb regionaler Allianzen über starke Verteidigungskapazitäten verfügt, sind Frankreichs globale operative Kapazitäten und seine unabhängigen Militärstrategien im Vergleich weitaus umfassender. Frankreichs breiter operativer Einfluss macht seine militärischen Strategien vielfältiger und flexibler. Teil 18. Einfluss der wirtschaftlichen Stärke auf den Krieg Deutschland und Frankreich. Deutschland ist bekannt als die größte Volkswirtschaft Europas und ein globaler Exportgigant. Dank seiner hochentwickelten Industrie- und Technologieinfrastruktur kann Deutschland in einem lang anhaltenden Krieg eine nachhaltige wirtschaftliche Unterstützung leisten.
Die starke deutsche Wirtschaft erhöht die Fähigkeit, Verteidigungsausgaben zu finanzieren und im Bedarfsfall groß angelegte Operationen zu unterstützen. Allerdings ist das deutsche Verteidigungsbudget in Übereinstimmung mit den NATO-Verpflichtungen optimiert, was die Fähigkeit zu unabhängigen Militäroperationen einschränken könnte. Frankreich verfügt über eine starke Wirtschaft, jedoch nicht in dem Ausmaß wie Deutschland. Dennoch stärkt die französische Rüstungsindustrie und das Nuklearprogramm die strategische Überlegenheit des Landes. Obwohl Frankreich im Vergleich zu Deutschland über ein geringeres Verteidigungsbudget verfügt, ist es in der Lage, umfangreiche militärische Operationen zu unterstützen. Zudem erhöht Frankreichs globaler militärischer Einfluss die Kapazität der Wirtschaft, Militäroperationen langfristig zu tragen. Gesamtbewertung: Die große wirtschaftliche Kapazität Deutschlands bietet eine stärkere Ressource im Kriegsfall, jedoch hat Frankreich durch seine Rüstungsindustrie und nuklearen Fähigkeiten einen strategischen Vorteil. Frankreichs operative Effizienz und Unabhängigkeit bieten einen strategischen Wert, der über die wirtschaftliche Stärke hinausgeht. Teil 19: Wiederaufbau nach dem Krieg und wirtschaftliche Erholung Deutschland und Frankreich. Dank seiner starken industriellen Infrastruktur und seiner hochentwickelten Produktionstechnologie hat Deutschland das Potenzial, sich nach einem Krieg schnell zu erholen. Deutschlands Rolle im globalen Handel könnte den wirtschaftlichen Erholungsprozess beschleunigen. Darüber hinaus könnte Deutschland als führende Wirtschaftsmacht der Europäischen Union von internationalen Hilfen profitieren, da es enge wirtschaftliche Beziehungen zu anderen EU-Staaten unterhält. Frankreich könnte sich trotz seiner umfangreichen Militäroperationen nach einem Krieg ebenfalls schnell erholen, hat jedoch nicht dieselbe starke wirtschaftliche Basis wie Deutschland. Frankreichs Fortschritte in der Verteidigungsindustrie und seine nukleare Stärke bieten eine strategische Abschreckung im Wiederaufbauprozess. Jedoch könnten die Kosten für groß angelegte Militäroperationen und das Nuklearprogramm den Wiederaufbau verlangsamen und zusätzliche Ressourcen erfordern. Gesamtbewertung: Während Deutschland aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und industriellen Infrastruktur nach einem Krieg schneller wieder aufbauen könnte, bietet Frankreich durch seine strategische Abschreckung und Verteidigungsindustrie ebenfalls Vorteile im Wiederaufbauprozess. Das Gleichgewicht der militärischen Kräfte zwischen Deutschland und Frankreich hängt nicht nur von numerischen Daten ab, sondern auch von strategischen Allianzen, technologischen Infrastrukturen und diplomatischen Beziehungen ab. Während Deutschland als Teil der NATO ein starkes Verteidigungssystem bietet, zeichnet sich Frankreich durch seine Fähigkeit zu unabhängigen Militäroperationen und nukleare Abschreckung aus. Welches dieser beiden Länder wird in Zukunft die Oberhand gewinnen? Die Antwort auf diese Frage ist ungewiss, aber eines steht fest: Die Macht dieser beiden Länder wird die militärische Balance in Europa und weltweit prägen und damit den Schlüssel zur globalen Sicherheit halten. Was denken Sie, welches Land ist stärker? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen. Vergessen Sie auch nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Wenn Sie möchten, dass wir zwei andere Länder vergleichen, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.